32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 19. Episode des YPC Bank 2024. Anton Holzleitner, Sami Mohib und Flo Hassenpflug haben sich bereits für die Runde der letzten 6 qualifiziert. Welche 3 Angler das Finale komplettieren, klärt sich in dieser und in der nächsten Folge. Wie bei Gruppe A und B haben wir die 4 Battles der Gruppe C und D auf 2 Folgen aufgeteilt. Das heißt, ihr bekommt auch heute wieder 2 Duelle zu sehen. Für alle, die mit den diesjährigen Halbfinalregeln noch nicht vertraut sein sollten. Nur 3 der 4 Duellsieger ziehen ins Finale ein. Derjenige mit dem schwächsten Punktedurchschnitt pro Satz fliegt raus. Im ersten Match trifft der Gewinner von 2022 und amtierende Vize-Champion Toon van Ham auf YPC-Newcomer Rick Barton. Toon hatte am ersten Wettkampftag ganz leichte Anlaufschwierigkeiten. Erstmal ins Rollen gekommen war der Westin Youngster aber einmal mehr nicht aufzuhalten und konnte Gruppe D letztlich hochverdient gewinnen. Keine Frage, dass der Belgier hier als Favorit ins Rennen geht. Wenn er allerdings die Wahl gehabt hätte, wäre es vermutlich ein anderer Gegner als Rick geworden. Der Niederländer kennt sich an seinen Heimatgewässern nicht nur besser aus als die meisten anderen Teilnehmer. In der Vorrunde hat er auch anglerisch voll überzeugt. Dass er in Gruppe C am Ende nur auf Platz 4 gelandet ist, war allein einem kleinen Barsch geschuldet, den der Ganki-Vertreter bis zuletzt nicht upgraden konnte. Am meisten profitiert hat davon wohl Luis Mendes. Nach einem gebrauchten ersten Wettkampftag sicherte sich der Dortmunder dank einer furiosen Aufholjagd an Tag 2 doch noch den 3. Platz in Gruppe C und konnte so dem Duell mit seinem Kumpel und YPC-Boat-Partner Toon zumindest vorläufig aus dem Weg gehen. Dafür trifft der Mann von Leach aber nun auf einen Kontrahenten, den er ebenfalls gut kennt. Markus Eule ist neben Luis nämlich einer der ganz wenigen Angler, die bereits an allen YPC-Formaten teilgenommen haben. Gewinnen konnte der ZEC-Profi bisher noch keines, doch die überragende Vorrundenleistung hat in seiner Fanbase die Hoffnung keimen lassen, dass sich das mit diesem Uferturnier ändert. Das war's fürs Erste von meiner Seite. Alle 4 Angler verbringen ihren Tag in Zone 4. Toon und Markus gehört das erste Spotwahlrecht. Hören wir rein, wie sie ihre jeweiligen Chancen vorab einschätzen. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin eine Runde weitergekommen, habe die Gruppenphase überlebt. Und heute gibt es ein Match der Giganten quasi. Markus Eule gegen mich. Ich freue mich sehr über Markus. War tatsächlich mein Wunschgegner. Luis ist mein Angstgegner. Gegen Luis kann ich körperliche Gewalt einwenden, das ist mein Freund. Letztes Jahr ist er mit mir der einzige Angler gewesen, der bei allen 4 unterschiedlichen YPCs dran teilgenommen hat. Deswegen kenne ich Markus mittlerweile schon sehr, sehr gut. Wir saßen sehr viele Abende schon zusammen. Oh, seine Stärke ist mal auf jeden Fall, dass er schon mal den Spot kennt und ich nicht. Und sonst weiß ich nicht, was seine Stärke sind. Ich habe noch gar nichts gesehen. Das wird heute sehr fair ablaufen, ohne irgendwelche Geheimnisse, wo man einen Spot im Spot hat oder so. Wir haben uns gestern Abend kurz beraten. Den ersten Spot gibt Markus vor. Wir haben uns aber trotzdem für einen Spot von mir entschieden. Wir haben sehr gute Chancen auf Zander und Barsche und das wird wichtig sein. Wir können heute uns nicht darauf verlassen, dass wir nur mit sehr großen Zandern weiterkommen. Es ist ja auch ein Spiel gegen die anderen Angler, gegen die anderen Partien,
Und wenn die zum Beispiel nur auf Barsch angeln, werden die natürlich sehr, sehr viele Punkte haben. Und da können wir mit Zandern schwierig mithalten. Deswegen haben wir uns dann überlegt, ob das halt die erste Stelle eine von mir jetzt ist. Einfach nur, um viele hoffentlich Punkte zu bekommen, weil wir uns an dieser Strecke schon erhoffen, dass wir alle gut fangen und vor allem unsere Karten füllen beide. Und am Ende des Tages werden wir sehen, wer, ich sage jetzt mal, dieses bisschen mehr Glück oder bisschen mehr Umschalten, Code knacken gehabt hat und halt die etwas größeren Fische gefangen hat. Die Strategie ist immer, einen Fisch mehr zu fangen wie er. Das ist der Plan. Sollten alle Stricke reißen, muss ich in einer Partie vielleicht doch noch nach Amsterdam fahren, um Eule ein bisschen abzulenken durch die ganzen Shops, die vielleicht drumherum sind. Aber wir fangen jetzt erstmal an einer Strecke und werden Fluss planen. Es ist eine Kante, die einfach parallel läuft und es ist nur Strecke machen. Wir müssen einfach gleich ein Gefühl rausbekommen, dass wir irgendwie alle 10, 15 Minuten halt uns wieder versetzen und dann sagst du, ob du links oder rechts stehen willst. Aber ich habe auf jeden Fall keinen Bock irgendwie, dass wir so vorrennen oder sowas, weißt du? Lass uns immer zusammen umstellen. So guys, it's the first day of the half final. We have to fish 1v1. I have to fish against Rick, someone from the Netherlands. It's going to be interesting. It's going to be interesting, that is for sure. Also someone who is familiar with river fishing, and the first spot I chose is here on the river, casting in the current for perch and zander. So wish us luck and let's do the first cast. Let's do it. What? Catch some fish. It is pretty deep out here. It's going to be interesting. I don't fish this river too much. At least Toon knows the spot, so if he's able to catch some fish, I probably also can catch some fish. I already see no current means lighter fishing. Aha. This is a guy. Sind wir die mit 4 Kameramänner unterwegs sind, oder was? Louis and Marcus arrived. They also have to fish 1v1. They also found a nice stretch on the Bergstermaas. It's good. We can see them catching something, or we can see them catching nothing. So my tactic will be fishing as I normally treat the river. At the moment there's not that much current. There's a little bit of current, but with 7 grams I'm still fishing pretty good. So, and let's see what Toon is doing. So he knows the area, so it's interesting to see what how he approaches the fish. And if he's catching too much, I will definitely try the same thing. But usually my tactic should also bring some fish. Du sagst mir, ob links oder rechts. Ich gehe jetzt nur so weit links wegen den scheiß Kühen. Ich bin nicht so cool mit denen. Ja, fang an zu fischen, wenn du willst. Ich gehe da zu den Schafen, Alter. Dann stelle ich mich hier links hin und du stellst dich zu den Schafen. So ist der Plan. Und dann nach 15 Minuten oder irgendwie so, Lauf wenn mal du weiter, sagst, du hast oder? alles abgeangelt, dann Lauf mal weiter Dann gehen wir oder bleiben zur wir in nächsten diesem Lücke. Bereich? Bleiben wir in diesem Bereich oder gehen wir weiter? nee, wir machen jetzt immer, Okay, alles klar. wir gehen jetzt immer zu jeder Baumlücke. Jo. The water is a little bit darker as usual for this river, but it's still not too dark, so orange is for me a color to use in really dark water. But now we're going for the G-bump again, but in the green color that I've been producing in the first day. Fire Tiger is always something good to use. And we're gonna go a little bit heavier to fish a bit more aggressive, because there's no stream, and I think you have just one chance when there's no stream, so do it aggressive. And if that doesn't work, for example for a stretch of 100 meters, I might change the tactic again, but for now it's going to be aggressive fishing.
In den bereits gesehenen Duellen war die Devise an fremden Spots oft, erst einmal den Gegner zu beobachten. Rick fährt von vornherein seine eigene Strategie. Auf der gegenüberliegenden Seite scheinen Luis und Markus zwischen Kühen und Schafen endlich ihren ersten Angelplatz gefunden zu haben. Sagen wir ganz so, wie es ist. Wir sind mal wieder too late. Wir sind ein bisschen zu spät. Liegt daran, dass wir gestern Abend noch mal so ein bisschen den Plan geändert haben. Ja. Und die Kameraleute hatten dann eine andere Uhrzeit. Ist ja nicht schlimm. Macht nichts, super. Uns fehlt ein bisschen Angelzeit, aber es ist für uns beide genau das Gleiche. Wir werfen ein bisschen schneller, von das haben wir uns gedenkt. Genau. Zufälligerweise haben wir gesehen, auf der anderen Uferseite sind auch YPC-Teilnehmer. Es wird wahrscheinlich kein schlechter Abschnitt sein. Naja, das ist ja klar, sonst wären die nicht da. Ja. Und ich kenne mich ja nichts aus, aber wenn, klar, du hast gesagt, hier gibt es große Zander. Fangen wir mal große Zander. Ich habe hier große Zander gefangen in der Gruppenphase. Im Training habe ich hier sehr, sehr gute Barsche gefangen. Eule, Junge. Es freut mich, dass wir endlich mal zusammen angeln. Jetzt gegeneinander, aber ja, das macht nichts, das macht nichts. Das ist nicht tragisch. So ist es. Und eine Sache habe ich noch. Sollten wir einen richtig großen Fisch fangen, habe ich extra den Big Fish Flachmann eingebaut. Ja gut, ich habe auch lustige Zigarette dabei. Da kann nicht schief gehen. So ist es. Jungs und Mädels, viel Spaß bei der Episode. Luis, dir, Petri, hi, mein Freund. auch, Hau ja. was raus, gell? Let's try a cast close to the stones, just to make sure we don't miss anything that's standing close to the bank. Because I see tone casting pretty far to the middle of the river, but perch can stand on these stones as well. Ich kenne mich nicht aus, probier es einfach mal. Da werden wir gar nicht so weit hinaus müssen, da wird bloß die Stehkante interessant sein, ne? Vermutlich da in dem Bach. Ah, das ist gar nicht so flach, der Dinger. There is today totally no current at all. In the other days there was a lot of current in this stretch, so they were pumping water out, and of course that makes fish more active. But at least we know there is a lot of fish on this stretch, and also perch, which means it should be possible to catch something here. Ah, die packen so weit nahe, okay. Verstanden. Tone is definitely fishing different than I do. He is casting out and then walk a little bit, that his line is going into a bend. At least I think that's what he's doing, and then let the lure just slowly fly across the bottom, so to say. I'm just standing on one point and do some fan casting around, so I make sure that I fish all the area, and then I move like 10-20 meters and do the same thing. Ich bin nervös wie Sau, Alter, Junge. Komplett. Ich weiß gar nicht, warum das mich der Luis so nervös macht. Ich zieh da innerlich. Das ist fast keine Strömung jetzt gerade. On the last days it was not possible to fish here with 15 gram. I was easily fishing with 5. Yeah, me too. Hast du was, Luis? Aber gegenüber sehe ich die auch nicht fangen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir gar keine Strömung aktuell haben. Als ich hier war während meines Matches, das ist hier tidenabhängig ein bisschen, da hat das Wasser richtig stark geströmt. Ja, ich habe ihr seid Profis. Warum checken das sowas nicht vorher? Ich kenne mich ja nichts aus. Der Ton ist auch hier hingefahren. Egal, mein Danny fängt immer. Vielleicht hast du ja noch einen für mich, falls ich nicht Ja, bekomme. wenn es hier Barsche gibt, Danny findet ihn, pass auf. I didn't know what to expect, so I brought too many stuff with me. Since we don't get any bites, but there should be perch around, I'm gonna change to a small snack size lure. We're going for the Muto blade. Sometimes when you have hard conditions, a blade like this can make a difference. As long as I didn't catch a fish, I have nothing to lose, so I can try a bit of different things. I'm quickly going to tie a Texas rig to see if we can catch some perch or less active sander. I have the feeling they're picky today, and then a Texas rig can be the solution. Ah, sorry, Luis. Alles gut. Hatte gerade frisch ausgeworfen. Okay. Jetzt frei. Danke. Also was ich jetzt festgestellt habe, da vorne so 5 Meter Entfernung, da steht so Grasbank, irgendwie so ganz komisches Kraut, habe ich selbst noch nicht gesehen. Komme ich mit Danny nicht durch, aber das ist geil.
für den Hitch, Twitchbait. Dann kann ich da hitwitchen und kann einfach einmal stehen lassen vor dem Kraut, glaube ich. Markus, auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde Ton die ganze Zeit nur vorlaufen. Ja? Ja, der Rick muss die ganze Zeit hinterher fischen. Wenn ich ein Freund von mir wärst, würde ich das genauso machen, Luis. So I missed the bite. So I'm gonna hang around here a little bit. Tone can walk a bit. I will just do whatever I can to get that fish out. Don't cast too far, just close to the shore. I'm pretty sure it was a perch. Now the fishing is hard, so one fish can make a difference, I think. Wir haben heute ein bisschen andere Bedingungen als in der Gruppenphase, als ich hier gefischt habe. Und scheinbar sind die Fische nicht ganz so aktiv. Wir sehen ja auch die anderen Teilnehmer auf der anderen Seite. Also bis jetzt habe ich noch nicht wahrnehmen können, dass sie was hatten. Das bedeutet für mich jetzt ein bisschen ausprobieren. Ein paar verschiedene Köder, verschiedene Farben, verschiedene Gewichte an Jigköpfen. Ich werde jetzt ein bisschen leichter gehen als gerade mit 10 Gramm. Ich habe jetzt einen Fat Louis in 9 cm, ein bisschen auffälliger. Wir haben wenig Licht im Wasser, das heißt, die Sicht ist auch nicht so gut. Vielleicht nehmt ihr diesen Köder ein bisschen besser wahr. So, jetzt heißt es, den Code zu knacken. Ja, der Code scheint heute Morgen recht knifflig zu sein. Allerdings bieten alle 4 Angler momentan köder- und methodentechnisch ein jeweils eigenes Programm. Da sollte doch wenigstens einer den Geschmack der Räuber treffen, oder? Fish on! What a bite! It's a good size fish. Big perch, I think. No, it's a zander, but it's a good zander. Yes! Whew! My God, that took a while. That's not good for me, but it was crazy. The boats came by and we had a bite. Finally, I started doubting the area. So he has a small zander. Was caught on a slowly fished creek roll on a offset hook. Let's see how long it is and continue fishing. We can beat that one. 52 approved. Yes, sir. A zander, 52 centimeters. Gave us a really hard strike. I only saw my offset hook is a little bit bended out, so I have to tie again. But looks like the cross working. Oh, they always try to go in the stones, huh? That way, buddy. Yes, come on, let's continue fishing. Markus, Ton hat einen Fisch. Ja. Überleg dir mal, der Ton wird Endsatz verlieren. Könnt ihr 14 Tage nicht schlafen, der Bu. Ist er? Jetzt müssen wir nur herausfinden, worauf sie stehen. At least that makes something fun in the show. So 1 hour have passed. Tone had 1 zander and I had 1 bite from probably a perch. So fishing is still hard. And the crazy thing of both bites came at the time there was a ship. So we definitely need more current. The tide should be coming in pretty fast. So can be good. Fisch on! Fisch on! Bitte. Bitte, 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 bitte. 5 Gramm mit Barsch. Ja. Oh! Petri, mein Freund! Oh, Junge! Ein Barsch! Geiler Typ! Oh. Fuck! Schöne Barsch, oder? Boah, das ist ein 40er! Geiler Typ, Alter. Jesus Christus! Junge, ich konnte es gerade nicht glauben. Als der drauf war.
der erste Fisch für heute. Richtig schöner Barsch. Altes Tier, sieht man an den Flossen, an den Macken. Oh, schöner Fisch. Schöner Fisch. Boah, der hat mir fast die Rute aus der Hand gehauen beim Biss. 44,5, aufgerundet, 45er Barsch. Herrlich. Ganz klar ein alter Kämpfer. Nach zögerlichem Beginn nun also auf beiden Flussseiten die ersten Punkte. Vielleicht doch keine so gute Idee von Eule, das erste Spotwahlrecht so ohne weiteres abzutreten. Ich bin schon die ganze Zeit nervös. Also von daher macht das gar nichts. Ich war halt hier noch nie Fischer und bin auch nicht darauf eingestellt, wenn ich ehrlich sei. Vielen Dank für deinen Besuch. Die ersten Punkte, die waren wichtig. Markus, soll ich jetzt schon den Big Fish Flachmann rausholen? War es ein Big Fish? Normalerweise nicht, aber wir können ja heute ein bisschen früher anfangen. Wie groß war er? 45. 45? Ja. Du sagst kein guter Fisch. Petri Heil. Super. Geiler Typ. Auf was ist er gekommen, Luis? 9 cm. Sexy Swimmer oder was? Fett Louis, Farbe Fake Perch. Sehr, sehr schön. Das hat doch funktioniert. Junge, Alter. Ich habe gedacht, ich träume, als ich den Biss bekommen habe. Markus, wenn du weiter willst, sag Bescheid. Oder wenn du hierhin willst und ich soll zu dir. Easy going, Alter. Fische gibt's ja überall, hast du gesagt. Wir feiern LMAB Week und geben euch 3 richtig fette Gründe mitzumachen. Grund Nummer 1, die Neuheiten. Am 29.11. sind so viele LMAB-Produkte in den Handel gegangen wie noch nie. Neue Hardbaits, neue Softbaits, neue Routen, da sollte wirklich jeder Raubfischangler fündig werden. Grund Nummer 2, ein richtig fetter Rabatt, der sogar noch unseren Weihnachtssale toppt. Im Zeitraum der LMAB Week sind sämtliche Rodfather-Modelle, egal ob Spinning oder Casting, um unfassbare 25% reduziert. Und der dritte Grund, es gibt exklusive Guidings mit YPC-Profis zu gewinnen. Wir verlosen eine kamerabegleitete Zandertour mit unserem Produktentwickler Enrico Di Ventura, ein Bootsguiding mit Großfischexperte Johannes Gasser auf dicke Hechte und ein Uferguiding auf kapitale Barsche mit unserem belgischen Influencer Sami Muhib. Und wie das Ganze funktioniert? Shoppe einfach ganz bequem bis einschließlich 9.12. LMAB-Produkte und lande mit je 50 € Warenwert mit einem Los im Lostopf. Jetzt mitmachen! Winterzeit heißt Forellenzeit und wer den YPC guckt, weiß, dass manchmal auch an den besten Spots voller Fisch man nicht seine Fische bekommt. Deswegen hat Monkey Lures die Monkey Spoons rausgebracht. Wir haben 3 Gewichte für alle Wassertiefen, 15 Farben für jedes Beißverhalten, schwarzer Sprengring und Haken, um keine Scheuchwirkung unter Wasser zu haben. Eigens konzipierter Forellenhaken für die maximale Haarquote. Alle 3 Gewichte haben ein sehr hochfrequentes Laufverhalten bei langsamem Zug und gewährleisten extreme Druckwellen unter Wasser und einen starken An-Aus-Effekt. Check die neuen Monkey Spoons aus. Die Federleichte wird endlich schwer. Wir bei LMAB erweitern eine der beliebtesten Routenserien Europas um 5 weitere Casting-Modelle. 10 bis 30 Gramm und 15 bis 50 Gramm die Allround-Wunder. 20 bis 80 Gramm und 30 bis 100 Gramm für alle Medium-Ködergrößen und als Spaßrouten am Polder. Und zu guter Letzt eine 40 bis 150 Gramm Version zum Angeln auf die richtig großen. Jedes der Wurfgewichte ist perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Routenlängen, natürlich im gewohnt modernen Design und nur echt mit der Mücke drauf. Die neuen Lamustique-Modelle ab sofort in deinen Tackle-Stores, denn federleicht muss nicht teuer sein. Scheiße, die Kühe kommen. Ich muss aufpassen mit meinen Ruten. Nicht, dass sie da drauf treten. Seid nicht so neugierig hier. Alle Kühe entspannen sich. Immer locker bleiben.
Don't think it was a bite. This is usually the case with Texas rigging. Your lead is free, so it can move, and if it falls in between some stones, it can look like you have a bite. But I don't think it was the case. So, ich mache jetzt noch ein paar auf Zander. Und wenn ich jetzt nicht gleich mal einen Tock kriege, dann stelle ich auf Search Baits und mache nur noch da barschmäßig rum. The biggest difference is the current is starting, and that's I know current here on this river is a big influence on where the fish are and if they're biting or not. Gehen wir weiter? Ja. Na, ich gehe weiter gern. Zander steht eh da vorne. Nee, das war der Gummifisch. Das war der Gummifisch. Okay. Beim Rausheben oder was? Oder auf Grund, wirklich beim Jiggen? Beim Jiggen. Okay, krasser Scheiß. Ich niemals gedenkt. Mal weiter? Ja. Sag du mir, wo du... Ich bleibe einfach stehen, da wo man es gut reingeht. Was ist mit dir? Du bist ein T-Bone oder was? So, I think we're also gonna move like a few meters. So, there's no stream. At least not too much. Let's try a little crankbait. Quite a natural color. See if we can get a good perch. If possible, even more than one good perch. The zander from Toon was not that big. And the bite I had over there was definitely a perch, so let's try some perch. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt Zander fange. Das müsste ein verdammt großer Zander sein, 90 Punkte zu haben, weißt du, was ich meine? Den gibt's schon, aber den muss ich erst mal fangen. Ich glaube, da fange ich eher am Barsch. Ich denke, dass es mehr 40er Barsche gibt wie 70er Zander hier. Und die Barsche da vorne, da steht überall so ein Krautsträf entlang. Ich denke, dass die Barsche dort drin stehen, in dem Kraut. Aber ich kenne mich schon nichts aus. Ich bin das erste Mal da. Knoten aufgegangen. Irgendwie ist mir gerade ein Missgeschick passiert. Hab ausgeworfen und ja, irgendwas war mit meinem Knoten nicht richtig anscheinend. Und mein Köder, der Chatterbait, ist schön ins Wasser reingeflogen. Ärgerlich. Egal. Die mache ich gleich nochmal neu. Erstmal wird dann jetzt gejiggt. We arrive in the area where I caught yesterday 47 perch, and I lost a big perch here also. There is a little bit of stones running in. I hope there is perch and zander, but of course it doesn't matter if you catch them yesterday, and I try to catch a lot of them there, then usually a spot doesn't reload that quickly. But I also lost a few bites, so it's definitely some interesting structure that's coming now, where we can try to catch some fish. So, also das da ist überhaupt nicht meine Fischerei, ne? Das muss ich gerade sagen. Willst du weiter, Markus? Hä? Willst du weiter? Ja, geh weiter. Hier gibt's jährige Fische. Markus? Ja? Gefällt's dir hier? Nein, überhaupt nicht. Sollen wir dann nach Thiel? Ja. Gut. Geht mir überhaupt nicht rein. Dieses ganze Gewässer, ich weiß es nicht. Viel zu wenig Strömung, Alter. Ich hätte mich gar nicht drauf einlassen gedürft, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach meinen Plan durchziehen gemisst und fertig. Aber ab jetzt. Lass mal ein bisschen Vorsprung halt. Eine Runde. War eh noch zu früh für mich. Good bite. Time is up. So we have to leave. Zum Glück, Alter. War der größte Fehler für heute. Dass ich mich darauf eingelassen habe. That's a little bit of pity. Less than I expected. I think the current is a big factor here. But in the last little bit,
losing 3 fish in a row. At least we don't lose them, we miss the bites. They're very picky, and I'm using a 6.5 centimeter creek row, which is already a very small bait to be fishing for zander. But it is what it is. Up on to the next set, and I'm curious where Rick will bring us. I think we will move to a smaller river. There's still no tide, so I think that's a good option. Try to get some perch, maybe a zander, maybe even a pike. So we know they're there, so we have a chance there. Alles richtig gemacht, Junge? Ich habe nicht alles richtig gemacht. Doch, ja klar. Ich habe einen Fisch gefangen, aber ich wollte hier hinkommen, um eigentlich, dass wir beide viele Fische fangen. Aber sicher, aber da ist keine Strömung. Ich habe keinen Ende Zandertag gehabt in einer Stunde Fische. Ich auch nicht. Geht mir nicht rein. Wir fahren an die Wahl, da kenne ich mich aus. Normalerweise hättest du jetzt den ersten Spot vorgegeben, jetzt aber... Hast du vorgegeben, jetzt gebe ich Thiel vor. Und der nächste gibst dann du wieder vor. Nee, danach kannst du dann auch den danach. Ich habe ja keinen Plan. Du hast keinen Plan. Gestern war mein Plan eigentlich zu dir zu sagen, ich fahre noch. Okay. Und dann hat es aber Käse, nee, wir müssen immer die Sätze, deswegen hat mir das auch nichts ausgemacht, wie du gesagt hast, Eule. Ja, ich habe jetzt natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich dich, überhaupt nicht. Ich dir gesagt habe, lass uns lieber hier fangen wir mehrere Fische. Ich habe mich leider ein bisschen versaut. Ich habe dir gesagt, ja. Egal. Gut, zweiter Spot. Thiel-Wahl, Hochwasser, Zander. Ich weiß. Lieber fange ich 1,3 Faktoren wie gar nichts. Wir müssen echt Gas geben. Ich hoffe, wir machen jetzt am nächsten Spot beide die Karte voll. Ja. Jeder 3 Fische. Das wäre geil. Einen darf man sich vielleicht erlauben, wo man nicht so viele Punkte holt. Ja, und das haben wir jetzt. Also jetzt müssen wir die nächsten Runden müssen wir richtig Vollgas geben. Tut mir leid, dass es so ist, aber ist halt so. Nee, es tut mir leid, weil es war ja meine Stelle. Egal. Ihr seid schuld, ihr habt kein Glück gebracht. Wir geben jetzt Gas, die Uhr tickt ja. Also, auf geht's. Jungs. So, well done on the first spot. Yeah, not much, huh? Not much, but you had a fish. Yeah. And at the same moment I had a bite. So I think it was because of the ships. Yeah. Has to be. I think so too. There is no current, nothing. I got 3 small bites also. It is what it is. On to the next set. And we're gonna go to the next spot and see if we can get some fish over there. Niemand ist nach Satz 1 so richtig zufrieden. Gemessen am Punktedurchschnitt der Battles aus Gruppe A und B sind zumindest Luis und Ton aber zum jetzigen Zeitpunkt durchaus noch im Soll. Bleibt trotzdem zu hoffen, dass wir in den nächsten 90 Minuten ein bisschen mehr Action zu sehen bekommen. Was schon mal dafür spricht, Ton wird an Ricks erstem Spot voraussichtlich keine Zeit zum Eingewöhnen benötigen. I know the spot. It's also good. Look, I have some spells here. I fished it already. So that's good. I don't like to be in an... I also like to be in an unknown spot, but I prefer that outside a competition. And I have a little trick on this spot with drop shot. I hope he does not have that with him and that it still works. Let's see. So Jungs und Mädels, wir sind jetzt am zweiten Spot angekommen. Ah, das ist geil. Das riecht doch noch Zander. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich denke es auf jeden Fall. Also wir fangen jetzt beide jeweils 3 Zander. So ist es ganz genau. Und der ein bisschen den längeren hat, der hat dann die Partie gewonnen. Hauptsache es ist fair. Alles klar, Maschine. Tage. Machst du auch nur Zander, Luis, oder schmeigst du mal auch das Ufer ab oder was? Also ich habe jetzt noch meine Carolina Rig Montage mit. Ah, okay, alles klar. Aber ich habe hier, kann ich mich hier hinstellen? Ja, klar. Ich würde jetzt erstmal nur jiggen. So machen wir es auch. Das ist für mich so ein reiner Zanderspot, das Ding irgendwie, ich weiß es nicht. So we moved like 25 minutes to another city, at least another area. It's a smaller river. I hope that there should be some current, but not any current at all. At least we're going to give it a try. There should be some perch, zander and pike around, so... I like to hear that. Let's see if we can do it. Let's try. Good luck, man. Good luck. Fisch zu schwer. Fisch. Ah, ausgestiegen. Ja. Scheiße. Oh. They're here.
war genau so einer wie eben schon nochmal. Petri-Maschine. Maschine. Weiß ich. Ich weiß noch nicht, was Maß habe. Oh fuck, ich hab auch einen Biss gehabt. Jawohl, das ist nicht. Da haben wir wenigstens ein bisschen mehr Frequenz, und wenn es bloß so Schnippe sind. Ja, auf jeden Fall. So, immer den Quabi, den wollen sie, ja? Voll durch. So, 40. Leider untermaßig. Schade. Egal, da sind noch mehr. Auf jeden Fall. Die Mama von denen ist da auch irgendwo. Komme, was wolle, Eule, heute, ne? Heute machen wir Party heute Abend. Ja, auf jeden Fall, Alter. Wir gehen schön essen. Wir fangen später schon an. Aber du weißt schon, kein Bier vor 10. Fisch. Aber wieder so ein schlapper Flieger, Alter. Ausgestiegen, zum Glück. Zander kann er. Wenn er was kann, dann Zander. So ist es. Köderfische fangen. Das ist. Im Winter sind die super, Alter, die kleinen Stachler, da, ohne Scheiß. Let's try something else. Fischer! Geil. Jawohl, da ist maßig, Alter. Das werden wir jetzt sehen, ob der Maß hat. Der hat Maß. Er hat Ja, knapp 50. der kam jetzt aufs Zerik. Schön mit dem King Louis. Und so. Hier. Und der floss so 46, ja, 46,5. 47. Ja, knapp 50, ja. Perfekt. Petri, Junge. Petri, Dank. Anfang ist gemacht. Der Start ist gemacht. So, kleiner Sprung. Jawohl. Schön. Wenigstens keine Nullnummer an der nächsten Stelle. Aber es ist schwer heute Morgen. Ja, ja. Die Fische sind nicht gut drauf. Also man muss schon wissen, was man macht. Ich sehe, Markus, der macht so kleine Sprünge die ganze Zeit. Der fischt ganz dicht am Boden. Jawohl. Und ich habe angefangen, hier klassisch zu jiggen, 2 Kurbelumdrehungen zu machen. Da habe ich mir gedacht, komm, ey, ich probiere mal ein bisschen was anderes. Ich versuche auch ein bisschen dichter, ein bisschen langsamer am Boden zu fischen. Und das hat mir jetzt den Fisch gebracht. Das ist natürlich der Nachteil beim 1 gegen 1. Man kann sich alles abgucken. Mit den Augen stiehlt man. I put the shocker vibe on. I've been trying a finesse technique and just a normal soft bait on a jig head. That didn't function, so let's try something else. We changed to a small perch V-tail, it's a 20s V2, to try and catch a perch. Let's see if we can catch any perch here. Little. Almost every drop a bite. There's 4 of them, but they're probably small. So I'm gonna hold the spot and see if I can get them. Ich betreibe jetzt ein bisschen Feintuning. Ich habe meine Carolina Rig Montage fertig gehabt mit 14 Gramm. Jetzt an der Stelle ist es nicht nötig, so schwer zu fischen. Deswegen gehe ich ein bisschen leichter, runter auf 10 Gramm. Dadurch haben wir natürlich ein bisschen längere Absinkphase, aber generell präsentiere ich die Montage sehr bodennah. Der Vorteil der Carolina Rig Montage ist,
dass der Räuber, der sich den Köder einsaugt, nicht das Gewicht mit einsaugen muss, also das Bullet Weight. Und dadurch können sie sich besser, vor allem kleinere Zander, den Köder einfalten, einschnappen. Und ja, dadurch erhoffe ich mir ein bisschen weniger Fehlbisse. Schauen wir mal, ob wir noch einen zweiten rausbekommen. Aber es ist schon mal gut fürs Gefühl, dass die Montage sofort funktioniert hat. Oh, fish! Sander on the first strike. Bite on the first cast. I'm fishing a 2-gram jighead very slowly. So that's how it's going. No fish. But I did have a few bites, so I will give it a little bit more time. Maybe 20 more minutes and then we might move to another place. Naja, Luis, heute Morgen läuft es wirklich nicht so, gell, wie das eigentlich geplant war. Die einzige Hoffnung, die wir haben können, ist, dass die anderen Partien auch mau laufen. Ja. Aber ein paar Fische sollten wir auf jeden Fall hier noch rausbekommen. Das wäre wichtig. At work. It's so tiny. Nog niks. Nog snoekbaars en baars. Ah. After this cast, yes, I have it. But it's too small. It's too small. It is a fish, but bait fish size perch. Great. Let's release him and quickly do another cast. Oh, fuck. So I think we move. Down! We're gonna move! Ah, okay. So Jungs, jetzt habe ich ein großes Problem. Ich hätte ab morgen um 10 Uhr hätten wir uns unsere Hütte rausgemisst. Die haben bloß bis heute gebucht. Wir können nicht verlängern, weil alles ausgebucht ist. Und das Problem ist, dass wir bloß ein Auto dabei haben. Und mit dem bin ich jetzt unterwegs. So, das heißt entweder wir müssen alle 4 mit dir fahren oder wir machen da irgendwas in der Nähe, wo ich Skilaufen kann. Geil, oder? Ich kann so kotzen, Alter. Ja klar, da hat keiner mit gerechnet, dass der Eule ins Halbfinale kommt, ist ja klar. Kann man ruhig zimmern gelacht, kein Problem. Akzeptiere ich alles, Alter. Boah, das ist richtig ärgerlich, vor allem, weil das halt nicht deine Schuld ist. Ja, irgendeine Möglichkeit finden wir. Ja, also das Einzige, was ich auf der Rückbank habe, sind meine ganzen Routen. Die müssen halt vorsichtig auf die Ladefläche und dann wird vorsichtig gefahren. Machen wir es kuschelig. Schöne Ja, Hotbox. Jungs, ist das okay für euch? Ja. Perfekt, dann haben wir da schon die Lösung gefunden. Dann schicke ich den Maxi jetzt auf Maurik, Ja, dass er die klar, Hütte leer hat. muss er ja machen. Ah, ja? Ich glaube, das wird gleich an der Bergischen Maas besser, weil das hat zum Ende hin hat die Strömung ein bisschen angefangen zuzunehmen. Okay. Ich glaube, wenn wir da gleich hinfahren, haben wir da andere Bedingungen. Dann muss ich aber noch mal kurz am Auto. Ich muss auch noch Zeug rausholen, dann Gescheiteste, was ich brauche für die Bergische Maas. Weil ich fühle es jetzt nicht, hier noch eine Partie hier in Tiel Nee, zu ich auch machen. nicht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, du hast es mitgekriegt, vielleicht, dass es wirklich überall schlecht läuft. Aber Ja. das ist halt mies, das ist klar. Ja. Aber das ist auch ein anderer Flair in der Luft wie gestern. Gestern hat es angefangen, Sommer zu werden, da war es warm, weißt du, was Ja, ich meine? Das ja, war ja. cool, Alter. So wie gesagt, die Jungs haben da jetzt auch keinen Bock mehr drauf, den Scheiß. Genauso wenig wie ich. Bin froh, wenn ich morgen oben in Italien bin oder morgen früh. Too small. Well, to be sure, check it. But I think he is too small. Too small. Yeah, way too small. Let's release the small zander. If it was a perch, it would have been better. It's the day of the undersized fish.
Great. Unbelievable. Yeah, folded. It's okay. What if I have a fish now? End lining? What a day. Where do you want to go after my shitty spots? I go back to the Maas. Same place? Different stretch. I hope there is current by now. Should be. Should be tidal, so... Oh, fuck! Fuck, was für ein Biss! Boah! Das kann kein kleiner gewesen sein. Junge! Ja! Perch! Big perch. At least sizable. It's a light rod, huh? So if it's not a zander. But I think it's perch. Yeah. Yes! The almighty drop shot. My God. That's on the last bit, huh? 32 approved. That's not good for me. Still, I'm happy that we at least have one fish that's counting for the overall point, because otherwise it's for the other angler also not good to not get any fish in a set. But it would be better if I had the perch. What a fish. It's not big, but it's struck on a slow presented drop shot with a 9 centimeter mega tease. Very slowly. I made a long cast against the shoreline in the hope for a perch, and I think it was 5 minutes before the end. This one struck it. Let's release this perch, and now I hear the time is up. So tough set, but previous set was also tough. Let's think of a plan. Release this perch. Man. Was geht denn hier ab? Ey, na hör mal, das ist geheim. Denn die Santa's Fishing Bags, die sollen natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Überraschung sein. Und weil es in 2024 so viele artige Angler gab, hat unser Chef-Einkaufself den durchschnittlichen Warenwert im Vergleich zum Vorjahr nochmal um über 20% steigern können. Für nur 49,99 € erhaltet ihr eine liebevolle Zusammenstellung an Ködern, Zubehör und Süßigkeiten, die fertig verpackt im Jutebeutel direkt als Weihnachtsgeschenk unter den Weihnachtsbaum kann. Jeder dieser Jutesäcke hat einen Warenwert von 85 bis 300 € und ist vollgestopft mit tollen Produkten der führenden Hersteller, wie zum Beispiel Nace, Rapala, Weston, Monkey Lures, LMAB und vielen mehr. Nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Pünktlich zur besten Jahreszeit für dicke Barsche haben uns die neuen Flash Vibes erreicht. Mit dem Flash Vibe 67 SP und dem Flash Vibe 80 SP erweitern wir unser Hardbait-Programm um ein weiteres Highlight. Super Suspending, 100% bleifrei, ausgestattet mit einem effektiven Weitwurfsystem und super scharfen Musterdrilling. Erhältlich in 8 megafängigen Dekoren und ab sofort in deinen Tackle Stores. So that's really shit. Lost another set to Tone. So I definitely need to win the next set, because otherwise it's game over for me. But it seems to me that the fish is not that active today, so. But hopefully on the river there should be some tidal current now, so maybe we're gonna get a few fish there, so let's give it a try. Potverdikke me zeg. Goed geweest, man.
happy to get this in the end. In ieder geval één. Yeah. At least one, so that's at least something. But yeah, and you had a little bit of bad luck with the sander. Could have been 42, 45 also. For the next set we will drive back to the Maas. I have a stretch in mind and I hope that we can have some current now. So let's see. I'll send also the spot in the group. Then you can also follow me if you want. To just drive after you. And super. Perfect. Das nächste Match ist vorbei. Ja, es ist nicht sehr fischreich heute, muss man sagen. Aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt den zweiten Satz auch gewonnen habe. Eule tut mir ein bisschen leid, weil ich habe mit einem Ohr natürlich ein bisschen mitbekommen, dass er ein bisschen Stress hat. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Jawohl. Eule steigt bei mir ins Auto und dann hoffe ich mal, so, dass die Fische so langsam in Fahrt kommen, Eule. Also ich habe mich so drauf gefreut, mit dir heute im Finale hier zu stehen. Aber ich sehe das einfach wie ein ganz normaler Angeltag. Mir gefällt das da, ohne Scheiß. Schade natürlich, dass er gewinnt, ist ja klar, der hätte ja gerne gewinnen. Oder muss ich bald warm anziehen? Weil jetzt habe ich ja schon trainiert quasi da an deine Bergischen Maas, jetzt kenne ich mich aus. Das richtige Tackle zusammen, passt mal auf. Ja, das ist mir das bewusst. Jetzt gleich Barschinferno entzündet. Ja, du bist jetzt, das ist wie bei der Tour de France. Erstmal im Windschatten so fahren, ne? Und dann wissen, wenn man ausscheren muss. Ich habe das schon, ich weiß, was für ein Typ spannend machen da für die Zuschauer. Jungs, vielen Dank. Nichts zu danken, wollte ich sagen. Pech und Pannen in beiden Duellen. Letztlich aber erneut der bessere Ausgang für Luis und Ton. Damit haben die beiden auch jeweils schon den ersten Matchball. Sollte es jedoch bei der bisherigen Frequenz bleiben, könnte es für den punktschwächeren Duellsieger auf jeden Fall brenzlig werden. Kurzum, im nächsten Satz muss es knallen. Hoffen wir also, dass sich die allseits gehegte Hoffnung auf mehr Strömung bewahrheitet. Hi guys, it's set number 3 and we arrived on a stretch at the Maas. We will do a similar style of fishing as we did in the morning and we can expect sander and perch. Let's hope the fishing will be better than the last two spots. I agree. So. Let's go. Let's get at least 6 fish. Ja, da sind wir wieder. Teil 3 des heutigen Matches. Komischerweise Déjà-vu, wir sind wieder an dem gleichen Gewässer ein paar Kilometer weiter. Und gegenüber sehen wir YPC-Teilnehmer. Aber ich bin mir noch unklar, wer das ist, aber ich habe eine Vermutung. Wir fangen jetzt an. Ich hoffe, dass jetzt die Bedingungen ein bisschen besser sind. Dass das Wasser ein bisschen mehr strömt und dass die Fische ein bisschen aktiver sind. Wir geben jetzt alles. Markus, wir fangen jetzt richtig Fisch, ja? Petri Heil. Auf geht's. Attacke. From here you have some rocks on the drop-offs and stuff. First cast is magic. No. I hope you catch one. But not too big because I need to beat it. So. Oh, there is a lot of current. Much more than I thought. I like it. That's more how I like the Maas. Naja, ich fische da jetzt auch schnell die Packung ab, so weit wie ich komme, wie ich kann. Mit so Search Baits. Und dann fange ich am Gummifisch runter. So ist der Plan. Oh, off. No fish. Otherwise I would have said something. Fisch. Jawohl. Petri Heil, Mr. Waller. Seht ihr, Quappi, Alter. In Turtle. Geiles Teil. 35, genau. So. Erster maßiger Fisch des Tages. Unvorstellbar.
Na also, nach 2 Nullnummern endlich die ersten Zähler und fürs Erste auch die Führung für Markus, die allerdings auch noch deutlich höher hätte ausfallen können. Ein Barsch beim Zanderangeln. So ist es manchmal. Wie gesagt, ich habe eben 2 Uhr vorher einen guten Zander-Nachläufer gehabt, 70, 75, will nicht sagen, wegen dem Louis. Dann habe ich den ins Marsche Zander. Petri, Dank. Wie lang war der denn? Hä? Wie lang? 48. 35, mein Freund. Sehr gut. Der Bann ist gebrochen. Jetzt geht's ab. Wie wird mein Freund Louis sagen? Jetzt habe ich den Code geknackt. Genau. Fish! Big fish! What a fish! Big sander! Yes! Oh, a bulty squirrel tail on the drift. Yes, fish. Nice. Too small, I think. Oh, maybe not. Come in my net, please. 64? I think it's 27, yes? Yep, 27. Very angry zander of 64 centimeters. Let's release this beautiful fish. And now there is current, and you can see we have both bites, so that's awesome. Let's release him. It's a small one, but at least I'm on the board. Come on, yeah, bye-bye. Oh, what a bite. Bye-bye. Awesome. I hope there is more. So that perch took the whiz, the cool bait for fishing against the current, what I did here. It seemed that the perch like it, so let's continue fishing and get another one. So haben wir uns das doch vorgestellt. Die ersten Big Points für Ton, quasi zeitgleich mit dem Brustlöser für Rick. Lange aufhalten können wir uns aber nicht, denn die Fische sind nun offenbar richtig aufgewacht. Fisch aus. Louis hat gerade einen schönen Fisch wieder da. Ich weiß noch nicht was. Nicht verlieren, Louis, gell? Nee. Junge, was ein Kampf. Ich hab's gesehen, ja. Er ist größer wie meiner. Auch ein Barsch. Auch ein Barsch, ja. Sehr gut. Einmal gleich fertig. Obwohl jetzt halt eigentlich Kaiserwetter, gell? Ist ja klar, wenn ich jetzt eine rechte Jacke hätte, dann wär's geil. So, wir laufen gleich weiter, Junge. Folge mir unauffällig. Kleiner Barsch. Puh. Aber wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. 33. Ein Tick kleiner als der von Markus, aber das ist nicht weiter tragisch. Ist schon mal gut, dass ich einen Fisch jetzt gefangen habe an der Stelle. Mal gucken, was noch so kommt. Sehr gut. Nicht verpetzen, Kleiner. Perfekt. Scheinbar der Köder, der heute funktioniert auf Barsch. Der Fat Louis 9 cm. Sehr schön. Gut, mal gucken, ob ich noch einen bekomme.
Vielleicht gar nicht so schlecht, dass Luis vorerst hinter Eule bleibt. Ansonsten liefe der Dortmunder Gefahr, das Match mit einem momentan doch eher schwachen Durchschnitt zu beenden. Für Rick wiederum geht es in Satz 3 erstmal nur darum, mehr Punkte als Ton zu holen. Yes. Fish! Big sander. So, there's another one. Big sander. But the bad thing is, Toon also is hooked up again. Whoa! So we're double hooked up again. Ah. Yes! Yes! You have a big one? No, no, no. It was a good strike. So I will quickly measure that one. Straight, that's 50 centimeters. Yep. Not too big. 60 centimeters on the dot. At least we're catching fish now, huh? Yeah, that was quick action. Yeah. When there's current, sanders are on fire. Yeah. And strike was rock hard. So to see, your strike was also rock hard. Yeah, rock hard. I think we can get a few more. Yeah, I agree. Yeah. Now he's off. Oh, I'm happy we have some action. Yeah, and the strikes are... Yeah, hard, huh? They're hunting. Right. Come on. That's 2 double hookups in 5 minutes or so? Yeah, that's what we need. Yeah. That's what we need. Let's try to get some more. So at least we're catching fish. Now I need just some bigger zander. Instead of 50 centimeters, or a big perch could be cool as well. But at least I'm getting some bites, so that's good. So even though he already fished the spot, he left a few. So I'm gonna make a couple of more casts before I move over there. And now I'm fishing with a yellow bait, and he is fishing a natural color, and we both get bites. So they're definitely active at the moment. No fish. That was really weird. Fish on! Yep. It's a little bit better perch. So that's 31. 31. I would say. Looks like we're getting somewhere. The whiz is doing its job. Both zander and perch seems to like the whiz at the moment. So we continue with that one. Rick hält sich über Wasser und legt erstmals einen vor. Wichtig fürs Selbstbewusstsein und sicher ein gutes Gefühl, Ton mal nicht unverzüglich kontern zu sehen. Fish! Big one! Whoa! Big fish. That's a big one. Oh yeah. Oh, it's off in the net. Woo! That was luck. But it's 65 again. The trick is really light jig heads. 7 gram in the full current.
66. Yeah, it's over 0.5. Yeah. 66 it is. 66. Wow. What a fish. And again on a curl tail. That's a super lure for slowly drifting on the current. Look at that. Wow, I'm happy with this one. Let's continue fishing and release this one. The bad thing is, it seems that he is getting the bigger one, so I'm doing something wrong, but also something good. Yes, 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 yes. What a bite. Bye-bye. I would say, let's continue fishing. Fishing is fun. When there is current, it's fun. Ricks Führung währt dann doch nicht allzu lange und jetzt hat der Niederländer in der kurzen Restzeit ein richtig dickes Brett zu bohren. Gegen Ton scheint einmal mehr kein Kraut gewachsen zu sein, auch wenn heute längst nicht alles glatt läuft. Or an asp, could have been a fish! Big fish! Big bream, I guess. Yeah, it's a bream. But it's a huge bream. So I found out the places where Toon is getting the fish. Definitely places with chunks of rock. So I will just stay behind him and fish the spot he did and hope he left a bigger one. That was effective. I can't even get to the bottom here. There is everywhere bream. Everywhere. Ah, sorry, Luis. Ah, alles klar. Hab nicht gesehen, dass Kurbelst du ein? machst. Ja, ich hab's euch, sorry. Wollte bloß mal eine Reaktion testen. Gut. You're moving. I don't like the breams. Ah, that was smart. Yeah. You alright? Yeah, No. Just hit my head. Oh, but it's okay. Or? Yeah. Yeah. You have a light rod? I have a light rod, yeah. Luckily, it still looks all okay. Seems like it all works. When I set the hook and the rod breaks in 4, we know why. No. Please no. I'm afraid we're going to change spots. I just broke my rod. So I'm going back to the car to get a new rod, but we will stay on this stretch. We have a lot of action. And to me it's okay to have a little break and you can change the rod. So, the spot is delivering, yeah, so just... I will use the resting time here to walk to the car, set up my new rod, and it's sadly a little bit lighter, but then I'll have to set the hook slightly harder. Okay, you'll see me in, let's say 10 minutes. Tja, sowas gehört zum Angeln leider auch dazu. Während Ton sich vor dem Schlussakt von seiner treuen W6 verabschiedet, ist der dritte Satz im anderen Duell bereits zu Ende gegangen. Zugunsten von Markus. Shit. Jetzt geht's nochmal weiter. Hast du den Sack nicht zugemacht? Nee, das Comeback der Eule. Ah, ich hab da so eine Vision gehabt, ne? Welche Vision? Du machst es heute spannend. Den Satz habe ich gewonnen mit 2 oder 3 Zentimeter. Mega krasser Scheiß. Ich bin eh klatschnass, ich mache alles, sag du. Wir müssen ein bisschen wegen Fahrzeit. Ganz egal. Also ich kenne einen Spot hier in der Nähe. Ich habe da noch nie einen Fisch gefangen. Aber ich weiß, dass es da ein paar Fische gibt. Und der Spot wäre unter einer großen Brücke. Da wären wir wenigstens ein bisschen geschützt. Ja, der ist ja auch gleich ausgeangelt, oder? Wie ist das? Ja, er ist gleich ausgeangelt, aber wir können von dort aus wieder Strecke machen, genau das gleiche wie hier. Ansonsten wäre Plan B, Poldern. Wir haben nicht mehr so viel Fahrzeit, aber ja, ist ja egal, weil dann haben wir ein bisschen weniger Angelzeit, aber beim Poldern... Ja, komm, dann machen wir die Brücke. Eule, du entscheidest. Wir können auch Poldern fahren. Das, was du willst.
Was sagt dir dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt man Poldern. Und ich weiß Dann fahren wir jetzt Poldern. Ja, ich weiß ganz genau, wo meine Hechtsachen sind. Die sind ganz ohne drin, ohne allem. Und ich habe Bock im Regen das ganze Auto auszurahmen und bla bla bla. Dann halten wir lieber an der Tankstelle gleich 5 Minuten überdacht und dann holst du sie raus. Dann kannst du schnell ausräumen. Wir fahren an der Tankstelle. Alle, komm. Fahren wir Poldern. Ja, wir gehen Poldern. Also, nächstes Match. Wir gehen Poldern. Wir werden versuchen, natürlich das so fair wie möglich zu machen. Beim Poldern geht es oft darum, wer macht den ersten Wurf an der Stelle, der kriegt den Hecht. Müssen wir uns irgendwie ein bisschen abwechseln. Aber wir haben es den ganzen Tag ja im Frieden schon geschafft. Ja, so ist es. Geht doch ne? Und das werden wir dann beim Poldern auch hinbekommen. Also Leute, ab ins Auto, ein bisschen trocknen, so wie es geht. Und dann schlüpfen wir mal in die Watthose. Ganz genau. So. Auf geht's. Los. Ready? Yes. Let's go then. No. Oh. It's filled with bream. Oh. That was a big fish. Yeah, what can we say? I only hope that the average is high enough, because I only caught one fish in the previous 2 laps. It will be close, I think. But we will see, and yeah, hopefully it's enough. It didn't go the way it was planned for me, so my spot didn't deliver any fish. Yeah, 2 small fish, but not something that helped me. I was able to catch a few fish over here, but sadly it wasn't enough. Still, I think I did pretty well in the tournament. I came a long way, so for me it's okay. I hope to do it next year a little bit better, but thanks for everyone that was supporting me, and maybe see you next year. Gefeliciteerd man, congrats. Thank you. It was quite a tough day, let's say it like that. Yeah, it was not easy at all. No current in the beginning, not on my spots, not on your spots. And then you see current is fish. Yeah, let's get in the car. It's raining. And I've had plenty of rain last week, so all right. Damit ist der Deckel drauf. Ton gewinnt sein Battle und steht, anders als gedacht, dank des bärenstarken dritten Satzes auch im Hinblick auf den Durchschnitt sehr gut da. Für alle Mathe-Freunde, wenn Lewis das Match im nächsten Satz entscheiden sollte, bräuchte er rund 288 Punkte, um Ton zu überholen. Sollte Eule die Partie drehen, müssten es für den Pfälzer in den Sätzen 4 und 5 zusammen mindestens 562 Punkte sein, um sicher ins Finale zu kommen. Auf den ersten Blick eine Herkulesaufgabe, zumal sich die Bedingungen immer mehr verschlechtern. Jungs, ihr seht's. Doch nichts Polter. Nee, wir saßen im Auto leicht am Frieren. Wir waren ja wirklich pitschenass. Also, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, einmal uns die Wettervorhersage anzugucken. Regenklamotten, wie man sieht, haben wir beide, aber haben sie natürlich im Auto gelassen. Dadurch, dass wir durch sind, haben wir gesagt, wir fahren jetzt hier noch mal an einem Brückenspot. Es waren tatsächlich 2 deutsche Angler gerade hier noch am Fischen. Die waren so nett, haben uns den Spot überlassen. Sind seit einer Stunde hier gewesen, haben einen fetten Nachläufer gehabt und 2 40+ Barsche gefangen. Einer schwimmt noch rum, der hat keine Haken gespürt. Den hol ich mir jetzt. Die Jungs waren auch so nett und haben uns gesagt, auf Chatterbait, dicht an den Stein. Ja, ich sehe schon, du hast eine Vision, ne? Ich habe eine Vision, ich sehe es schon. Gedanklich werfe ich schon, Luis. Okay, gut. Wir machen jetzt die Routen scharf. Und dann Markus, zum nächsten Mal. Peter, möge der Bessere gewinnen heute. Ja. Petri Heil, mein Freund. Wünsche ich dir auch. Wenn die Jungs sagen Chatterbait und du sagst Chatterbait, dann fische ich auf dem Grund mit Gummifisch. Ja, klar. Ich wollte jetzt auch erstmal einen Gummi dran machen. Den Erfolgsköder von heute.
Der erfolgreichste Hechtköder von LMAB trifft auf die erfolgreichsten Hechtdekore von Monkey Lures. Die neuen Drunk Dancer Dekore ab sofort im Handel. Western Fishing, the leading manufacturer of contemporary fishing tackle since 1952. Connecting man and fish. Wie die Jungs eben gesagt haben, sie sind mit 60 Gramm nicht runtergekommen, habe ich gedacht, hä? Jetzt habe ich 14 drauf und denke mir, ach, da, irgendwas läuft schief. Oh, fuck! Jesus. Ah, jetzt. Ich hoffe, der hat überhaupt Maß. Ach du Scheiße. Ne. Pedre, Junge. Yeah! Maschine. Wahnsinn. Was für ein Ochse. Das war der erste Wurf. Ich habe die Farbe gewechselt auf Vanilla Cognac. Ja, 44,5. 45er Zetti. Das ist ein maßiger Fisch. Der hat Maß in 45. Oh. Schön. Schön. Markus, es geht was. So, ich werde jetzt ein bisschen unfair, obwohl ich gegen meinen guten Freund Markus fische. Ich probiere jetzt mal den Chili Cheese aus. Ihr wisst, was das heißt, ein bisschen cheaten. Aber ich habe nicht mehr länger Bock, hier im Regen zu stehen. Deswegen müssen wir jetzt härtere Geschütze auffahren, um die Eule zu schlagen. Ich fische jetzt gezielt auf Zander. Die Strömung ist mehr geworden. Wir sind hier in einem tidenabhängigen Gewässer. Und ich glaube, die Zander könnte man jetzt ganz gut fangen. Heute Morgen waren sie sehr inaktiv hier. Und ja. Schauen wir mal, ob ich einen bekomme. Hast du einen Biss gehabt, Markus? Ah, ne, Stellkontakt. Ich schlage lieber einmal zu viel, habe ich einmal zu wenig. Da ist so scharfes Zeug drin. So, ich sehe, zack, zack, zweimal gerobbt. Bumm. Jetzt kommen wir jetzt bis da oben durch. Ich wollte gerade sagen, dass wir letzte montiert die Rute, guck dir mal das mal an. Siehst du das? Von deiner Stelle. Porca Miseria. Da hast du nur Arbeit. Geile Fischerei. Und hier machen wir die Maschine. Chatterbait, Chatterbait, Chatterbait. Nicht alles nachmachen, gell? Chatterbait, Chatterbait, Chatterbait. Ruhe sei, ruhig. Mach du weiter mit deinem komischen Gummifisch. Der Grundschleifer. Mach ich, mach ich. Big Barsch. 40 plus, Freund. Ich gönne es dir. So einer, wo wir wollen ja nicht, dass der Angeltag vorbei ist, oder? Ha? Wir wollen ja nicht, dass der Angeltag vorbei ist. Jetzt habe ich frische Buchse, Alter, und wasserdichte Jagd. Jetzt mache ich noch ein paar Stunden. Ah, hier. Mein Freund. Jetzt wird gedopt. Ja, fängt's an. Wenn die Kameramänner nicht so hart penetrant wären, dann könnte ich auch mal eine lustige Zigarette rauchen, aber
Die haben uns ja die ganze Zeit im Fokus, die Jungs. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Ansonsten können wir auch auf meinen 45er Zander anstoßen. Also, ich bitte dich. Der Kleine ist nicht stolz, dass du doch, ich stelle mich jetzt da unten her und chatter oder chatter bei dran. Weißt du? Irgendwann müssen sie ja mal hochkommen, die Dinger, die sind ja da. Oh. Geh jetzt beim Kescher. Wurf, Schmiss auf Schmiss ans Hindernis. Hindernis in diesem Fall Steine. Okay. So, Armageddon. So, und jetzt passen wir mal auf, dann mache ich gleich mal Luft jetzt vorsichtshalber, weil jetzt wird es gleich gefährlich. Fisch on! Der ist besser. Das ist ein Hecht. Junge, die letzten Minuten. So. Auf den Motorbug, auf den King Louis in 10 cm, am 15 Gramm Kopf gejiggt, schön langsam präsentiert, in der Strömung. Und dann, als ich dem Ufer näher gekommen bin, so, was ist das? Sehr schön. Herrlich. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das ist ein Fang oder was? Er schwimmt noch. Du hast die Chance. Das war ein Tag. Herzlichen Glückwunsch, Omre. Danke dir, Markus. Gut Fisch, dann na geil. Schade, dass er nicht gegangen ist. Hätte man mehr erhofft eigentlich, gell? Ich glaube, es war generell ein taffer Tag heute. Wir wussten ja beide nicht wirklich, was sollen wir machen, wo sollen wir hin, wo können wir viele Fische erwarten. Ah, jo, klar, natürlich, logisch. Ich komme noch dazu, dass ich mich das auskenne. Ist ja so. Wenn ich ein Spot gehabt hätte in der Nähe, wo ich sage, wir fahren dahin, fangen 3 Barschen, wäre es auch anders stark gewesen. Ich sofort auch, das weißt du. Tut mir leid für dich. Ich hoffe, dass die Gesamtpunkte reichen, dass wirklich ins Finale kommen. Ich hoffe auch. Ich male mir jetzt keine großen Chancen aus, aber ich bin trotzdem happy über den Tag. Es war ein Fest. Es hätte auch anders laufen können. Es gibt den einen oder anderen Namen in der Runde, den man vielleicht nicht im Match haben will. Es gibt den einen oder anderen Namen, da wünscht man es sich. Und ich freue mich, dass wir heute einen schönen Tag hatten. Ein paar Fische gab es am Ende und alles ist schön fair abgelaufen. Richtig, das ist das Allerwichtigste. Okay, Fairplay, war geil. Luis, hat mich gefreut, jederzeit Markus. wieder. Das nächste Mal sehen wir uns in Italien. Ja, das will ich schwer hoffen. Und dann fangen wir aber richtig ja, genau, Fische. Alles Jungs klar. und Mädels, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei YPC Bank 2024. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao. Peace. Recht fischarm und ausgesprochen freundschaftlich gehen die ersten beiden Duelle der Gruppe C und D also zu Ende. Ton ist dank seines Punktedurchschnitts bereits im Finale und das übrigens zum 3. Mal in Folge. Bei Luis hingegen hängt alles davon ab, was in den beiden noch ausstehenden Battles passiert. Mit Patrick Marable gegen Mark Ptaszowski erwartet uns ein absoluter Hochkaräter und Alexander Wils gegen Veit Wilde hat doch auf den ersten Blick was von David gegen Goliath.
Ob Alex die Riesenüberraschung gelingt und wer im Duell der YPC-Veteranen am Ende Oberwasser hat, erfahrt ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin seid lieb zueinander, auch in der Kommentarspalte. Guckt euch unbedingt die ganzen LMAB-Neuheiten an und natürlich jede Menge Petri am Wasser. Ciao.